Wir wollen natürlich auch, dass ihr ein krasser Sub mitspielt. Deshalb werden wir jetzt einen krassen Sub bauen. Wir kopieren den hier. Packen hier wieder mit Shift nach oben. Kopieren den Verlauf, den wir spielen. Und packen ihn auf einen Kanal. Jetzt machen wir aus dem, was wir haben, einen Sub. Nehme ich den Sine Wave. Das Klicken können wir ja raus equalisieren. Egal. Scheiße. Passt schon. Dann nehme ich jetzt Fruity intern einfach einen Fruity Kompressor. Lass ihn ein bisschen angreifen. Dann packe ich ein Fruity Limiter drauf, damit ich dann gleich Sidechaine, die Kick mit dem Sub. Und hinter den Sidechain ein Equalizer, womit ich jetzt die Höhen rauskille, damit wir auch das Knacken nicht haben. Rockt. Fucking great. Das Ding ist aber, wir wollen ja ein bisschen tiefer arbeiten. Ich gehe mal hier so. Ich gehe mal hier. Gut, das ist, glaube ich, schmackhafter. Hast du Sub und Top jetzt auf dieselben Tonhöhen gebracht oder sind die unterschiedlich? Ich habe den Sub halt gerade nur eine Oktave tiefer. Aber die Noten sind die gleichen. Du sagst es, du sagst es. Ich sag es, okay. Hier sieht man ja dann. Gut aufgepasst. Sieht man ja dann. GG. Ah, I see. Das ist alles super. Genau. Jetzt ist mir natürlich aufgefallen, um hier dieses Sample einzuleiten, würde ich ganz klassisch dann eben einen Reverse-Effekt nehmen. Aber ich nehme jetzt einen Impact und lasse ihn einfach rückwärts laufen. Verrückt. Lass mich das alles hier... Weil ich auch gerne eine Minimalordnung halte, versuche ich dann auch die FX-Sachen meistens zueinander zu legen, wie dann hier die Atmosphäre plus eben diesen Rise-Sound dann. I don't give a goddamn. Well, none of this is gonna knock anybody out. I want you to get in the goddamn game. I want something people. I don't give a goddamn. Well, none of this is gonna knock anybody out. I want you to get in the goddamn game. I want something people can't turn away from. I want what you fucking promised me. Das geht jetzt so ab. So. Jetzt geht das hier ab. Well, none of this is gonna knock anybody out. Ich habe auch gemerkt, dass mir die Snare doch ein bisschen zu viel untenrum hat. Zumindest diese hier. Minimal. Besser. Well, none of this is gonna knock anybody out. I don't give a goddamn. Well, none of this is gonna knock anybody out. I want you to get in the goddamn game. I want something people can't turn away from. I want what you fucking promised me. Nee, da fehlt mir noch ein bisschen die Aggression beim Drop.
Ich werde hier jetzt auf die 1 was anderes spielen lassen. Also einen anderen Synth. Fertig. Krass, Alter. Krass. Wir gucken mal. Well, none of this is gonna knock anybody out. I want you to get in the goddamn game. I want something people can't turn away from. I want what you fucking promised me. Ja, ne, das ist schon okay. Pause. Pause. So, meine Damen und Herren, wir sind back on track. Das Problem ist natürlich, weil ich so ein unfassbarer Chaot bin. Ich habe wieder ein bisschen rumgeschraubt. Zumindest jetzt am Synthi, wie er im Drop verläuft. Yes. Wir sind jetzt soundtechnisch hier. Okay, da klingt der eine Oktave höher und ja, ich habe den jetzt mal gespielt und wir hören das jetzt mal mit Intro bis zum Drop ungefähr. Well, none of this is gonna knock anybody out. I don't give a goddamn. Well, none of this is gonna knock anybody out. I want you to get in the goddamn game. I want something people can't turn away from. I want what you fucking promised me. Ne? Ja, ja, doch, doch. Das ist auf jeden Fall schon, finde ich, zumindest interessanter als das, was ich davor hatte. Plus jetzt natürlich noch so ein paar Gimmicks, die man sich da reinbauen kann. Wir wollen ja, dass das hier alles interessant ist. Ja, ich kann jetzt einige Zuschauer auf jeden Fall schon Fragen hören, ob du ja mal ein Massive aufmachen könntest von den Sounds, die jetzt gerade cool sind. Klar, hier haben wir den Anfangssound. Zieh die Page mal hoch. Jeder den Massive mal. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Nee, ich bin voll aufgeregt. Also, ich habe hier unten den Hard Clipper angemacht, damit er so richtig Dampf gibt. Silver, bisschen dran, ne? Hier den Deft drauf. Und ich habe auch den Modulator
angemacht. Okay. Und natürlich mit LFOs bespielt. Und deinen üblichen Performance-Modulator, der sozusagen diesen Anfangs-Pitch-In macht oder sowas? Haben wir hier einen, genau. damit der aggressiver angreift, hatte ich noch einen zweiten drauf. Dann haben wir hier einen, der etwas später einsetzt, was dann bei dem Cut-Off sehr gut kommt. Oder wenn ich zum Beispiel nicht will, dass der Sound bäh, sondern muä reinkommt, Ja. dann packe ich den auf den Amp, damit der Attack halt etwas saftiger, nasser kommt, Verstehe. zu hart. Genau, das ist der Sound. Dann haben wir hier die kleinen Wobble Sounds. Da habe ich einen Comp-Filter genommen. Ohne Comp-Filter klingt er dann so. Gib noch ein bisschen Gas. Dann haben wir hier den Scream-Filter, damit er auch die zwei machen quasi die Magie, damit es nochmal ein bisschen knackiger wird. Hier den Sine-Shaper. Und den Flanger, der gibt dem Ganzen so ein bisschen Dynamik, würde ich sagen. Und ja, hier der Super, ist alles klar. Und Und was wäre jetzt der nächste Schritt? Erstmal so rumfusseln oder? genau, ich habe jetzt hier halt. Dann will ich hier auch auf die 1 will ich einen Sound haben. Will da aber, glaube ich, jetzt gleich mit einem Pitch arbeiten. Aber ich muss jetzt erstmal den Sound bauen. Finde ich gut. Jetzt öffne ich wieder die Automation und packe hier auf den Pitch. Aber ich muss erst mal auswählen, sonst haben wir wieder eine ganze Automationsspur. Das will ich nicht. Hier auf den Pitch will ich eine Automation und dann muss ich auch noch den Modulator anspielen, weil ich da auch den Pitch bearbeitet habe. Jetzt kann ich hier das sogar kopieren. Einigermaßen. Nicht ganz. Finde ich gut. Und, last but not least, muss ich das natürlich auch auf den Sub machen. Reload the Mearshang Clip. Oder will ich das ohne? Ich fand da unten ziemlich geil. Ja, das natürlich, da muss er dann, wenn du den live spielst, brauchst du eine fette Anlage, die da ordentlich Power hat. Checken wir den mal ab. You fucking promise me! Aha, da fällt mir ein, dass ich das auch vielleicht so machen würde. Einfach hier wild rumfixen. Ja, ich glaube, ich mag das so. Wenn er den hochzieht, anstatt während des Sounds runtergeht. Das mag ich.
Raster. Ja. Ja. Muss natürlich gucken jetzt bei diesem Lauf, bei diesem Pitchlauf, dass hier nicht zu viel des Subs weggenommen wird. Ja, ich sehe schon, man muss sehr detailverliebt arbeiten und für solche klitzekleinen Breaks. Ich finde das, genau, ich finde das gut, damit alles stimmt und es gut rüberkommt. Jetzt baue ich den letzten Pattern für diesen Bar Loop. Und da werde ich dann auch noch eine Automation drauflegen. Na na na, di da da da. Nehmen wir den Comp-Filter. Wo sind wir denn da? Im Cut-Off. Den kann man jetzt ganz minimal drehen. Das ist ja schon interessant. Ja. Finde ich doch gut.